Ein Wasserstoffatom reist hoch in der äußersten Schicht der Erdatmosphäre. Dieses besondere Atom trat erstmals vor Millionen von Jahren in die Exosphäre und während seiner Zeit auf der Erde verbrachte es Zeit in den Wellen des Atlantischen Ozeans, auf dem Boden des Amazonas und sogar im aufsteigenden Dampf eines kochenden Spaghetti-Topfs. Aber heute, 30 Mal schneller als die Schallgeschwindigkeit, überwindet es die Anziehungskraft der Erde und entkommt. Zusammen mit etwa 90 Tonnen Material, die jeden Tag aus der Atmosphäre austreten. Dieser tägliche atmosphärische Verlust in der Größe eines Wals ist ein Beispiel dafür, wie die Erde leckt. Atome, Energie, Moleküle sickern von einer Planetenschicht zur anderen. Und für die Erde, deren Stabilität notwendig ist, um Leben zu erhalten, können diese Lecks beunruhigend sein. Um das Ausmaß der Undichtheit des Planeten besser zu verstehen und wann es zu einem Problem wird, wollen wir 2 weitere Leckstellen besuchen. Unsere zweite Stelle liegt an der Erdoberfläche. Ein Feld in den Zentralappalachen. Darunter verbindet ein 1500 Meter tiefer Schacht ein Ölreservoir mit der Erdoberfläche. Die Ölquelle hier ist versiegt, der Standort vernachlässigt und verlassen. Aber dieses unterirdische Reservoir birgt auch das starke Treibhausgas Methan, das weiter durch den Schacht nach oben, durch Risse und lose Rohre entweicht. Dieses undichte Bohrloch gehört zu mehr als 3 Millionen stillgelegten Bohrlöchern in den USA, die nach vorsichtigen Schätzungen 280.000 Tonnen Methan pro Jahr ausstoßen. Unser letzter Leckpunkt führt uns tief in das Innerste der Erde, den Kern. Die Hitze, die bei der Entstehung unseres Sonnensystems entstand, treibt die Rotation des flüssigen Metalls um den festen inneren Kern an. Diese Bewegung erzeugt das Magnetfeld des Planeten. Eine Barriere, die vor kosmischer Strahlung und Solarwind schützt. Aber der Kern ist nicht perfekt isoliert. Daher entweicht ständig Hitze in den umgebenden Erdmantel und treibt die Plattentektonik und magmatische Aktivität an. Als Folge erstarrt langsam das äußere geschmolzene Metall des Kerns. Sobald es völlig abgekühlt ist, wird das Magnetfeld verschwinden und uns den heftigsten Sonnenstrahlen aussetzen. Die Erde hat eindeutig Risse und Fissuren. Sollten wir uns Sorgen machen? Zum Glück sind die unmittelbaren Risiken unseres Wasserstofflecks gering. Bei der jetzigen Geschwindigkeit dauert es über 150 Milliarden Jahre, um den gesamten Wasserstoff ins Weltall zu verlieren. Das Gleiche gilt für unser Kernleck. Wissenschaftler schätzen, dass der Kern erst in 700 Millionen bis mehreren Milliarden Jahren völlig abgekühlt sein wird. Methanemissionen jedoch haben das Potenzial, das Klima der Erde innerhalb der nächsten 10 Jahre zu verändern. Die einzigartige Struktur des Gases nimmt die von der Erde abgestrahlte Energie auf und bindet sie als Wärme in der Atmosphäre. Damit hat Methan ein unglaubliches Erwärmungspotenzial, das 86-fache von Kohlendioxid. Die Auswirkung des Methans, das aus stillgelegten Bohrlöchern in den USA entweicht, ist vergleichbar mit der Verbrennung von über 4,5 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr. Da stillgelegte Bohrlöcher der wichtigsten Ölproduzenten der Welt noch nicht umfassend gezählt oder untersucht wurden, sind die globalen Emissionen dieser Bohrlöcher wahrscheinlich viel höher. Sie kommen zu den geschätzten 570 Millionen Tonnen Methan hinzu, die jährlich durch andere anthropologische und natürliche Quellen entstehen. Abgesehen von den Klimaauswirkungen können durch undichte Bohrlöcher Methan und andere giftige Gase in nahegelegenes Grundwasser geraten, das Trinkwasser verunreinigen und lokale Ökosysteme schädigen. Zum Glück können stillgelegte Ölquellen durch das Einpumpen von Zement verschlossen werden. Während viele Regierungen von Öl- und Gasunternehmen verlangen, stillgelegte Bohrlöcher zu schließen, geht das mit hohen Kosten einher. Deshalb umgehen Unternehmen bislang die Richtlinien. Jahrelang wurden diese undichten, förderschwachen, unrentablen Bohrlöcher verkauft und verlassen. Öl- und Gasunternehmen werden dieses Problem nicht alleine lösen. Gezielte staatliche Maßnahmen wie Erhebung hoher Gebühren auf Methanemissionen und gemeinsame Aufsicht der Verschließung ist notwendig, damit Unternehmen verantwortlich gemacht werden. Aber das Problem beginnt, bevor diese Bohrlöcher stillgelegt werden. Innerhalb den USA setzt die aktive Öl- und Gasförderung enorme Mengen an Methan frei. Etwa 28 Mal so viel wie bei stillgelegten Bohrlöchern. Der beste Weg,
Diese Lecks zu beseitigen, ist es, Öl- und Gasbohrungen ganz einzustellen. Möchtest du mehr über die spannenden Schritte erfahren, die Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Menschen wie du unternehmen, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern? Besuche ed.ted.com/earthschool, um deine Neugier und Hoffnung zu wecken.